Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Beschäftigte und liebe Angehörige der TU Braunschweig. Wir freuen uns alle sehr auf das kommende Wintersemester. Aber aufgrund der Energiekrise werden wir sparen müssen. Wir haben in den letzten Jahren als TU Braunschweig schon sehr erfolgreich an unseren energiesparenden Maßnahmen gearbeitet und können darauf aufbauen. Aber wir müssen nun alle gemeinsam auch über diesen Winter kommen und auch über die nächste Zeit, die Herausforderungen bringen wird. Wir möchten gerne diese Zeit mit Ihnen gemeinsam gestalten, weil wir ganz im Sinne der ganzheitlichen Entwicklung hier nur auch gemeinsam daran arbeiten können. Wie wir das genau machen können, das wird Kollege Smyrek erläutern. Dankeschön, Frau Edel. Wir haben dank der Gesetzeslage der Bundesregierung natürlich einige Unterstützung in Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen. Diese Maßnahmen dort sind vor allen Dingen in Richtung Reduzierung von Wärme in den Büros und in vielen anderen Bereichen. Und das sind natürlich auch Komforteinbußen, die wir täglich spüren werden und die uns beschäftigen werden und die unseren Alltag stark verändern. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen, die die Bundesregierung, aber auch die TU Braunschweig selbst erlassen hat, wird das dazu führen, dass wir eine ganze Reihe von Änderungen haben werden in unseren Abläufen, unseren betrieblichen Abläufen, aber auch natürlich in den Umgebungen, in der Art, wie wir arbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Die Maßnahmen selbst sind zum Teil aber von Ihnen auch gekommen. Wir haben nämlich einen Aufruf gemacht zum Energiesparen und zu Energiesparideen. Die sind gesammelt, die sind bewertet, die sind zum Teil umgesetzt. Und wir haben auch weiter an unseren Energiesparseiten dafür gesorgt, dass alles das, was wir erarbeiten, in Gremien erarbeiten, auch Ihnen zur Verfügung stellen als Unterstützung für diese Umsetzung dieser Energieeinsparmaßnahmen. Wir haben darüber hinaus natürlich mit Kostensteigerungen zu tun. Das kennen Sie auch aus dem privaten Bereich und das geht um Verdoppelung von Energiekosten in der TU Braunschweig. Vielleicht wird es sogar noch sehr viel mehr als eine Verdoppelung werden. Das ist Geld, was uns fehlt für andere Aufgaben, die wir viel lieber machen würden, als das an einen Energieversorger zu geben. Das alles zusammen, nämlich das Umsetzen von Sparen, das Schauen, was können wir noch weitermachen, wo sind die Ideen und natürlich das Frieren, das gemeinsame Frieren wird dazu führen, dass wir das als Bedrohung vielleicht auch, aber vielleicht vor allen Dingen als Herausforderung finden, nämlich als Krise, die wir gemeinsam meistern wollen und müssen. Und wir wollen an Sie auch als Teil der TU Braunschweig, als Gemeinschaft appellieren, dies gemeinsam mit uns zu begehen und diesen Winter möglichst gut auch zu überwinden und bei all den Schwierigkeiten, die wir vielleicht auch dann vor uns haben werden. Ja, danke schön. Und an diesen Maßnahmen arbeiten wir nicht nur allein TU-intern, sondern wir arbeiten auch intensiv mit anderen Universitäten und mit dem Land und sogar mit dem Bund, um zu schauen, wo wir Unterstützung bekommen, aber auch, wo wir Ideen für Maßnahmen entwickeln können, damit wir hier diese Krise gut überstehen. Trotz all dem sind wir eine Präsenzuniversität und möchten die auch bleiben. Wir werden so weit wie möglich das Herbst- und Wintersemester in Präsenz gestalten und freuen uns auf Sie und hoffen, dass wir hier das Beste für die TU Braunschweig gemeinsam tun können. Vielen Dank.